Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomade-Shop Headquarter in Ottobrunn und heute zeige ich euch wieder ein neues Produkt und zwar von Reutzel. Das neueste von Reutzel, die Grooming Tonic Texture Cream. Sieht von der Verpackung her ähnlich aus wie das Grooming Tonic von Reutzel und heißt auch eben Grooming Tonic Texture Cream. Hat auch denselben Duft wie das Grooming Tonic, also riecht leicht nach grünem, frischem Apfel. Und das Besondere bei dem ist, es ist eben in der Tube und soll ähnlich funktionieren wie das Grooming Tonic. Also es ist im Prinzip ein festeres Grooming Tonic. Heißt, ist eben auch dazu da, sehr, sehr leichten Halt zu geben und vor allem eingeföhnt zu werden. Also es ist eben auch ein Pre-Styler sozusagen, nur diesmal nicht in ganz flüssiger Form, sondern in cremiger Form. Und man sieht es vielleicht schon, es ist wirklich wie eine Handcreme. Da ist auch jetzt kein Breakdown vorhanden. Das ist einfach wirklich eine ganz normale, etwas festere Creme. Nicht ganz so flüssig wie das Grooming Tonic. Und ja, hat eben diesen sehr frischen, grünen Apfelduft. Genau, und meine Haare sind frisch gewaschen, sind wieder relativ lang geworden in letzter Zeit, aber dann können wir damit wenigstens gut arbeiten. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das erstmal in die Haare bringt. Es hat einen starken Glanz am Anfang, aber das vergeht dann schnell. Und dann zeige ich euch erstmal, was man damit so machen kann, wenn man das eben nicht in die Haare einföhnt, sondern einfach nur als leichte Frisiercreme verwendet. Der Glanz ist jetzt natürlich relativ stark, weil meine Haare noch frisch gewaschen sind und noch ein bisschen Restfeuchtigkeit haben. Jetzt nehme ich mir einfach so eine Bürste und kämme das Ganze nach hinten. Und für all diejenigen, die auch so wie ich eher feines Haar haben und einfach einen Business-Look haben wollen und dazu eben keine Pomade verwenden wollen oder denen die Pomaden mal zu klebrig sind, vielleicht sogar zu fest sind, die können eben die Grooming Tonic Texture Cream wunderbar als einzelnes Produkt verwenden, um eben einen Business-Look hinzubekommen. Also einfach wie zum Beispiel auch die Brill Cream oder die Brisk, einfach als normale Frisiercreme. Jetzt glänzt es natürlich schon sehr stark, aber das wird deutlich, deutlich matter über den Tag, also glänzt auch nicht so stark wie die ganz klassischen Frisiercremes und hat dann eben einen sehr, sehr leichten Glanz und einen sehr leichten Halt. Also wirklich viel Halt bekommt ihr da nicht, aber manche wollen das ja nicht, manche wollen ja eben den sehr leichten Halt und dann wäre das eben zum einen der Verwendungszweck oder wie man das Ganze benutzen kann. Ansonsten würde ich das Ganze jetzt nämlich so verwenden wie das Grooming Tonic. Ich nehme noch etwas mehr und föhne es dann jetzt gleich ein. Und dann zeige ich euch mal, wie man das Ganze eben benutzen kann, entweder als einzelnes Produkt oder tatsächlich als Pre-Styler und dass ihr dann noch eben ein zweites Produkt verwendet und das Ganze fixiert. Aber jetzt geht es erstmal ans Föhnen und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Und wie man jetzt vielleicht sieht, das gibt schon ordentlich Volumen. Ist eben ähnlich wie das Grooming Tonic, nur eben jetzt als Cremeform. Das heißt, man kann es sowohl als Haarcreme verwenden oder eben als Pre-Styler. Beim Föhnen nur darauf achten, nicht zu heiß föhnen, lieber ein bisschen länger föhnen und dann auf warmer Stufe föhnen. Am besten eben mit einer Bürste, mit einer Rundbürste oder so einer Skelettbürste und dann könnt ihr das eben, so wie ich ähnlich, die Haare mal greifen und nach
oben föhnen, wenn ihr eine tolle braucht oder haben wollt. Funktioniert eben vor allem wie bei mir mit feinen Haaren, geraden Haaren sehr, sehr gut, um eben ein bisschen Volumen reinzukriegen. Oder eigentlich in dem Fall sogar eigentlich ganz ordentlich Volumen reinzukriegen. Man sieht es vielleicht vorne, ist es relativ matt. Da habe ich ein bisschen mehr geföhnt. Hinten glänzt es noch ein bisschen. Aber so wie es eben vorne ist, so wäre das Finish dann eben auch, wenn man es als normale Frisiercreme verwendet. Das Ganze könnte man dann jetzt noch fixieren, zum Beispiel mit der grünen Räuzel. Die passt ja eigentlich vom Duft her ganz gut dazu. Es ist eben dieser frische Apfelduft. Oder zum Beispiel auch mit der Extreme Hold. Mit der Clay, das könnt ihr eben, wie ihr wollt, eigentlich mit fast allen Produkten, auch von anderen Herstellern, wild kombinieren und dann eben das Ganze noch fixieren, wenn ihr das eben wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr das eben so lassen, wie es jetzt ist. Bei mir zum Beispiel. Das bleibt nämlich relativ weich über den Tag, also es härtet auch nicht aus. Das ist das Schöne. Das heißt, wenn ihr einfach wirklich so eine voluminöse, lockere Frisur haben wollt, mit wenig Halt, die einfach ganz, ganz locker auch am Kopf sitzt, dann könnt ihr das Ganze so lassen. Ansonsten könnt ihr es eben noch fixieren, wenn ihr wollt. Aber ansonsten seht ihr ja, das ist wenig Halt, aber viel Volumen, aber genug Halt, wenn man eben feinere, dünnere Haare hat oder Haare hat, die viel mitmachen, dann ist das gar kein Problem. Es riecht ganz, ganz leicht, ganz dezent, nur nach grünem Apfel, also der ist auch nicht aufdringlich. Und ja, das Ganze ist eben eigentlich entweder eine Frisiercreme, eine Haarcreme oder ein Pre-Styler. Also das könnt ihr als beide Varianten verwenden, was vielleicht auch ganz schön ist für diejenigen, die einfach wechseln wollen, die mal so tragen, kann man das eben als universelles Produkt verwenden, wenn ihr eben nicht viel Halt braucht. Das ist die Räuzel Grooming Tonic Texture Cream. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder wenn ihr noch Ideen habt, wie man es kombinieren kann mit anderen Produkten oder was ihr damit macht, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, weil wir da nicht wirklich mehr wissen, was man damit sonst machen könnte. Also eben hochstylen, als Pre-Styler funktioniert es wunderbar, als leichte Frisiercreme, aber vielleicht habt ihr da noch Ideen, wie man das Ganze noch ein bisschen texturierter vielleicht machen kann, mit was man das kombinieren kann, ob ihr das nur im trockenen Haar verwendet oder eben wie ich im feuchten Haar. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns einfach auch so anschreibt, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt uns auch gerne per Mail schreiben, auf WhatsApp schreiben, uns anrufen und dann einfach fragen, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich bin's, der Philipp. Servus!